Der Berliner Hauptbahnhof ist 6 Jahre später als geplant, aber noch vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Im Mai 2006 als größter Turmbahnhof Europas mit einem Konzert und einer Lichtsinfonie eröffnet worden. Was zeichnet den Bahnhof aus? Wieso gab es keinen großen Wettbewerb? Wie kam es zu den Verzögerungen? Welche technischen Herausforderungen gab es? Worüber haben der Architekt von Gerkan und der Bahnchef Medon so lange und so heftig gestritten? Warum stehen Fahrgäste der ersten Klasse im Regen? Viele Fragen, die ich bis zum Ende dieses Videos beantworten möchte. Dazu werde ich zunächst kurz etwas zur Geschichte des Areals erzählen. Danach gehe ich auf das Pilzkonzept und den Architektenwettbewerb, der eigentlich keiner war, ein. Es folgen Informationen zu den Bauphasen und Herausforderungen. Dann schauen wir uns das West-Ost-Dach an, gefolgt von den 5 Bahnhofsebenen, der Decke im Untergeschoss und der U-Bahn-Station. Am Ende hören wir uns an, wieso der Berliner Hauptbahnhof 2007 zum Bahnhof des Jahres gekürt wurde. Zu Beginn also ein kurzer Blick auf die Geschichte des Areals. Wer dazu noch mehr wissen möchte, kann sich mein Video zur Europacity anschauen. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Berlin 8 Kopfbahnhöfe, deren Fotos sehen wir später auf dem Bahnsteig der U5 hier im Bahnhof. An der Stelle, an der sich heute der Hauptbahnhof befindet, standen früher der Lehrter Bahnhof und der Lehrter Stadtbahnhof. Der Lehrter Bahnhof wurde 1871 eröffnet. Von hier aus fuhren die Züge über Lehrte nach Hannover. Nachdem 1882 zusätzlich der Lehrter Stadtbahnhof als Teil der Stadtbahn fertiggestellt war und ein Umsteigebahnhof entstanden war, fuhren einige Zeit später auch die Züge nach Hamburg von hier los. Der Lehrter Bahnhof galt, wegen seiner besonderen Architektur aus verputzten Ziegelformstücken und der geschmückten Fassade am Hauptportal, als Schloss aller Bahnhöfe. Und er war auch als Bahnhof der schnellen Zugverbindungen bekannt. Bereits 1872 fuhren von hier Expresszüge mit einer Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern ab. 1932 verkehrte erstmals der als fliegender Hamburger bekannte Diesel-Schnelltriebwagen, der mit bis zu 160 Stundenkilometer vom Lehrter Bahnhof aus in nur 138 Minuten nach Hamburg fuhr. Leider ist der Lehrter Bahnhof im Krieg stark beschädigt worden und wurde bis 1959 abgerissen. Nur der Lehrter Stadtbahnhof blieb noch stehen. Er war die letzte Haltestelle, bevor man mit der S-Bahn zum Bahnhof Friedrichstraße in Ostberlin hinüberfuhr. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands und Berlins kamen die großen Veränderungen und Herausforderungen. Am 20. Juni 1991 erfolgte der Hauptstadtbeschluss, Berlin sollte zum Sitz der Regierung werden. Ein neues und modernes Verkehrskonzept für Berlin wurde entwickelt, das die Anbindung an den Nah- und Fernverkehr in alle Himmelsrichtungen ermöglichen sollte. Im Juli 1992 entschied man sich für das sogenannte Pilzkonzept, verbunden mit dem Bau eines großen Kreuzungsbahnhofs. Der Bau eines Nord-Süd-Eisenbahntunnels erhielt oberste Priorität, damit der Umzug von Bundestag und Bundesregierung nach Berlin nicht verzögert würde. Der Tunnel im Bereich Spreebogen sollte bereits im Jahr 1997 soweit fertig sein, dass darüber gebaut werden könnte. Weiteren Termindruck erzeugte die Bewerbung für die Olympischen Spiele im Jahr 2000, zu deren Ausrichtung der Tunnel hätte fertig sein müssen. Wie bekannt, hätte man sich diesen Druck und die Kosten für die Bewerbung gut sparen können. Aber man war damals halt sehr euphorisch. Kernstück der Planung und zugleich Schwachpunkt der Terminkette war der geplante Hauptbahnhof, der damals noch die Arbeitsbezeichnung Lehrter Bahnhof trug. Vor diesem Hintergrund entschieden sich die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen und die Deutsche Reichsbahn für ein ungewöhnliches Planungsverfahren, zumindest für ein Projekt dieser Größenordnung, mit damals noch geschätzten Baukosten von 700 Millionen D-Mark. Auf einen Wettbewerb mit umfänglicher Vorbereitung verzichtete man daher einfach. Stattdessen wurde eine Projektgruppe aus Mitarbeitern der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen unter Federführung von Senatsbaudirektor Hans Stimmann und der Deutschen Reichsbahn sowie Mitarbeitern der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und für Verkehr und des Bezirksamtes Tiergarten gebildet, ergänzt um externe Berater. Nur 2 Architekturbüros wurden mit der Planung des Bahnhofs und des Umfeldes beauftragt. Das Berliner Architekturbüro Kleihues und das Hamburger Architektenbüro Gerkan, Mark & Partner. Josef Paul Kleihues war als Direktor der Internationalen Bauausstellung in West-Berlin in den 80er Jahren bekannt geworden. Gerkan, Mark & Partner hatten den Flughafen Tegel entworfen.
Also, während für die Umgestaltung des Parlamentsviertels der größte Architekturwettbewerb der Welt mit 835 Teilnehmern aus 44 Ländern durchgeführt wurde, war es hier wohl der kleinste. Von daher finde ich es etwas seltsam, wenn man immer liest, der Gewinner des Wettbewerbes für den Berliner Hauptbahnhof war Meinhard von Gerkan. Joseph Paul Kleihues hatte ein quadratisches Gebäude mit großer Kuppel entworfen. Sein Sohn Jan Kleihues hat übrigens die neue Zentrale des BND gestaltet. 1993 wurde also die Entscheidung für den Entwurf von Van Gerkan getroffen. Eine Teileröffnung des Bahnhofs sollte im Jahr 2000 erfolgen. Die vollständige Inbetriebnahme 2002. Die Ausführungsplanung und Bauüberwachung übernahm das Stuttgarter Ingenieurbüro Schleich, Bergermann und Partner, die internationale Erfahrungen hatten. Kleiner Einschub: Falls sich noch jemand erinnern kann, in den 1990er Jahren war noch eine Magnetschnellbahn von Hamburg nach Berlin geplant, die vom Norden in den Hauptbahnhof einschweben sollte. Nach 8-jähriger Planungsphase und rund 400 Millionen D-Mark bzw. 200 Millionen Euro Planungskosten wurde das Transrapid-Projekt im Jahr 2000 abgebrochen. Nun aber zu den Bauphasen. 1995 wurde mit dem Bau begonnen, und zwar mit der unterirdischen Spreequerung. 10 Jahre später erfolgte die Fertigstellung des letzten Teilabschnitts unter dem Bahnhof. Nebeneinander liegen ein Straßentunnel, der über den 2004 fertiggestellten 60 Meter hohen Turm mit DB-Logo am Bahnhof belüftet wird, ein Nord-Süd-Eisenbahntunnel mit 4 Röhren und ein Tunnel mit 2 Röhren für die U-Bahn. Die Spree musste dafür von 1996 bis 1998 für 2 Jahre verlegt werden. Im Jahr 1998 begann auch die Fertigstellung der riesigen Baugruben, rund 20 Meter tief und 90 Quadratmeter groß. Etwa 227.000 Kubikmeter Beton und 13.000 Tonnen Stahlbewehrung wurden verbaut. Mehrere tausend Auftriebsanker, jeweils 27 Meter lang, verankern die Sohle gegen den Auftriebsdruck des Grundwassers. Am 9. September 1998 wurde symbolisch der Grundstein in die Baugrube gelegt. Als Inbetriebsnahmetermin des Bahnhofs war das Jahr 2003 geplant. Im Frühjahr 1999 musste der Fertigstellungstermin verschoben werden, nachdem Grundwasser durch ein Leck in den Senkkasten der Baugrube eingedrungen war. Nach dem neuen Zeitplan sollte 2004 ein Probebetrieb beginnen. Auch das konnte nicht gehalten werden. Und Mitte 2001 hieß es dann, 2006 sollte die Inbetriebnahme stattfinden. Im Jahr 2001 hatte man auch damit begonnen, die Brücken für die neue, leicht versetzte Trasse der Stadtbahn zu bauen. Am 1. Februar 2002 begannen die Montagearbeiten für die Stahlträger des Daches. Dazu musste ein riesiges Gerüst aufgebaut werden, mit dem man auch 350 Einfamilienhäuser hätte einrüsten können. Die weit gespannte Stahlkonstruktion der bis zu 66 Meter breiten Halle ist stützträgerfrei. Es gibt auch keine Schrauben, alles ist verschweißt. Das gab es zuvor in Deutschland noch nicht. Die ganze Konstruktion ist laut von Gerkan flexibel und weich. Das Dach ist beweglich, es dehnt sich im Sommer bei höheren Temperaturen aus und dazu gibt es noch Stahlwellen mit polierter Oberfläche, die als Leitlager dienen. Das Dach kann sowohl nach Osten als auch nach Westen bis zu 20 cm weit fahren bzw. gleiten. Beim Stahlbau musste eine Genauigkeit von ± 5 mm erreicht werden, damit die vorgefertigten Glasscheiben, alle einzeln angefertigt, auch hineinpassten. Wirklich Präzisionsarbeit. Das gleiche galt für das Einfügen der 2 cm dicken, getönten und unterschiedlich großen Glasscheiben. Unter Zeitdruck wurde rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche gearbeitet. Nach 4 Monaten war das Dach fertig. Im gleichen Jahr wurden die Brücken und die Haupthalle fertiggestellt. Die obere Halle des Bahnhofs liegt nämlich auf den beiden äußeren Brücken, die fast 1 Kilometer lang sind und sich im Osten auch über den Humboldthafen erstrecken. Sie stehen auf filigranen Stahlstützen. Noch über Jahre wurde zur Sicherheit die Tragfähigkeit gemessen und überwacht. Im Juni 2002 wurde die alte Stadtbahn 3 Wochen lang verschwenkt und danach der alte, denkmalgeschützte Lehrter Stadtbahnhof abgerissen. Auf YouTube findet man eine Sendung vom SFB aus dem Jahr 2002, das die ganze Bautätigkeit sehr gut dokumentiert. Ich schreibe einen Link in die Videobeschreibung.
Der Bau der Bügelbauten über der Bahnhofshalle erfolgte 2005. Dazu wurden zunächst die 4 Hälften in die Höhe gebaut und dann über das Dach des Bahnhofs abgeschwenkt, das heißt an Seilen mit 6 Metern pro Sekunde abgesenkt, um anschließend die Lücke von 2 Zentimetern zwischen den Elementen zu schließen. Das war ein ziemlich spektakulärer Anblick. Die in Ost-West-Richtung verlaufende obere Bahnsteighalle ist 321 Meter lang und besteht aus einer korbbogenförmig gewölbten, stützenlosen Glasdachkonstruktion. Eine 2700 Quadratmeter umfassende Photovoltaikanlage ist in die Glasfläche im Bereich des wirkungsvollsten Einstrahlungswinkels integriert. Sie hat eine Leistung von 330 Kilowatt und deckt etwa 5% des Strombedarfs des Bahnhofs. Die Halle ist zwischen 46 und 66 Metern breit sowie maximal 16 Meter hoch und besteht aus 3 Abschnitten. Dazwischen liegt quer dazu das 50 Meter breite und 180 Meter lange Nord-Süd-Dach, dessen Tonnengewölbe mit dem Hauptdach eine flache Vierungskuppel bildet. Vom Architekten war das Dach mit einer Länge von 454,6 Metern geplant. Die Stahlträger und die Glasscheiben für diese Länge, allesamt Spezialanfertigungen, da der Bahnhof ja einen Bogen beschreibt, waren schon produziert und angeliefert worden. Vor Beginn der Montage im Dezember 2001 wurde die Länge jedoch auf 321,2 Meter gekürzt. Auf der Ostseite wurde dabei auf den Einbau von 3 Dachsegmenten verzichtet, auf der Westseite auf 8. Hartmut Medorn, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn von 1999 bis 2009, begründete dies damit, dass ansonsten die Fertigstellung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nicht möglich sein würde. Außerdem müsse man Kosten einsparen. Laut einem Artikel der Berliner Morgenpost stimmt weder das eine noch das andere. Während die ursprünglich geplante lange Variante mit 36,8 Millionen Euro veranschlagt wurde, kostete das verkürzte Glasdach 64,4 Millionen Euro. Das kurze Dach war so fast doppelt so teuer wie das geplante lange, da die Statik neu berechnet werden musste und ein neues Genehmigungsverfahren nötig war. Medorn sollte dazu 2007 im Haushaltsausschuss des Bundestags befragt werden, sagte seine Teilnahme aber kurzfristig ab. Dazu kamen noch die Kosten für die Einlagerung der überschüssigen Scheiben und Stahlträger. Das Land Berlin klagte gegen die Verkürzung des Bahnsteigdachs und damit die Abweichung von der Planfeststellung, da sich die Lärmsituation für die geplanten benachbarten Wohngebiete verschlechtert hat. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Klage im Mai 2003 ab. Eine nachträgliche Ergänzung des Daches wäre möglich gewesen und wurde immer wieder gefordert. In einer Sitzung vom 25. Juni 2008 sprach sich der Verkehrsausschuss am Deutschen Bundestag mit großer Mehrheit für eine zügige Verlängerung des Daches aus. Ein Gutachten sprach damals von Kosten von 53 Millionen Euro. Die Deutsche Bahn reagierte sehr zögerlich auf diese Forderung, um dann im Jahr 2014 bekannt zu geben, dass eine nachträgliche Dachverlängerung betrieblich und wirtschaftlich nicht mehr zu verantworten sei. Im Dezember 2017 begann man dann mit der Verschrottung der Stahlträger und Streben, die am Ostbahnhof in den Bahnbögen eingelagert waren. Ich hätte sehr gerne mal gesehen, wie der Bahnhof mit langem Dach gewirkt hätte. Sicherlich eine ganz andere Ästhetik. Zumindest hat man jetzt einen besseren Blick auf die umliegenden Gebäude vom Fernbahnsteig aus. Die Verkürzung des West-Ost-Daches war aber nur ein Vorspiel für einen noch größeren Streit über die Decke im Nord-Süd-Tunnel, die zwischen dem Architekten von Gerkan und Bahnchef Medorn ausgetragen wurde. Darauf komme ich zu sprechen, wenn wir uns in die unterste Ebene begeben haben, die man von hier oben schon gut sehen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich durch den Bahnhof zu bewegen. Einmal mit einem der 6 gläsernen Panorama-Fahrstühle. Die angenehmste Variante, aber auch oft mit langen Wartezeiten verbunden. Dann gibt es noch 10 weitere Fahrstühle und 54 Rolltreppen. Wir nehmen aber eine der vielen Treppen. Auf den 3 Zwischenebenen ähnelt der Bahnhof einer Shopping Mall. Auf die 80 Geschäfte gehe ich aber nicht speziell ein, die Mischung kennt man ja.
Inzwischen findet man sich eigentlich ganz gut im Bahnhof zurecht. In Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein wurde auch ein Blindenleit- und Orientierungssystem geplant, welches alle Ebenen verbindet und das Umsteigen erleichtert. Es besteht aus Blindenstreifen im Fußboden, die mit dem Stock ertastet werden können. Aufmerksamkeitsfelder aus Noppenplatten auf den Zwischenebenen bzw. aus Riffelblechplatten auf den Bahnsteigen zeigen Treppen, Aufzüge, Abzweigungen oder Richtungsänderungen an. Die Handläufe der an das Leitsystem angeschlossenen Treppen sind an allen 4 Enden mit Orientierungshinweisen in Punktschrift versehen. Am Beginn der Treppe wird immer eine Grobinformation geliefert und am Ende die dazugehörige Detailinformation. Wir kommen auf die unterste Ebene. Man kann hier nur erahnen, wie es aussehen würde, wären die ursprünglichen Pläne von Gerkan, Mark und Partner, kurz GMP, verwirklicht worden. Die Bahn hat in ihren Veröffentlichungen zum Hauptbahnhof gerne von einer Kathedrale des Verkehrs gesprochen. Und van Gerkan hatte helle Kreuzgratgewölbe entworfen, die eine großzügige, kathedralenartige Atmosphäre erzeugt hätte. Nur, Hartmut Medorn hat, ohne Rücksprache mit dem Architekten, eine Flachdecke durch ein anderes Architektenbüro einziehen lassen. Von Gerkan hat er später davon erfahren und ist Sturm gegen Medorns Basta-Entscheidung gelaufen. Er sah durch diesen Willkürakt seinen Entwurf verstümmelt und verunstaltet. Sein Gewölbe durch eine 0815-Konstruktion wie bei Aldi ersetzt. Es ist die größte Niederlage, die ich in meinem Berufsleben erfahren habe, dass ein Bauwerk dieser Bedeutung und Dimension so mutwillig amputiert worden ist. Im Oktober 2005 verklagten Gerkan, Mark und Partner die Bahn auf Urheberrechtsverletzung. Ein Jahr später entschied das Berliner Landgericht zu ihren Gunsten. Medorns Eingriffe hätten das Bauwerk erheblich entstellt. Die geplante Decke müsse nachträglich eingezogen werden. Medorn blieb wie gewohnt beinhart mit den Worten: Da gibt es kein Lametta mehr übers Ohr gehängt, das bleibt jetzt so, wie es ist. Es folgte eine 2-jährige öffentliche Schlammschlacht mit gegenseitigen Beschimpfungen. So bezeichnete Gerkan Medorn als Schildbürger, umgekehrt nannte Medorn Gerkan einen Aasgeier. Ergänzend noch 2 Meinungsäußerungen in der Presse. Während die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb: Da beschließt ein Bauherr im Untergeschoss seines Neubaus eine andere Decke einzuziehen. Und die Kulturwelt tobt, als ob der Petersdom in Rom geschändet worden sei. Wir haben einen Bahnhof bestellt und keine Kathedrale, sagt Bahnchef Hartmut Medorn. Recht hat der Mann. Dahingegen hieß es in der Zeit: Unter der Erde wird der Besucher nichts vom spektakulären oberirdischen Versprechen eingelöst finden. Die Decke von GMP aber, die ein Kreuzgratgewölbe ausbilden sollte, wäre großzügig und atmosphärisch bedeutsam gewesen. Die realisierte, stumpf drückende Flachdecke scheint den darüber liegenden Glaspalast fast zu verhöhnen. Neonlichtschneisen zerfräsen die Lochblechabhängung wie in der U-Bahn. Selbst auf der Winkens Homepage erscheint das Flachdach wie ein gewaltsam implantierter Fremdkörper. Das Tragwerk von van Gerkan und der Innenraum von Winkens sind dissonant. Letztendlich zahlte die Bahn als Vergleich 8 Millionen Euro an eine Stiftung zur Förderung junger Architekten und GMP verzichteten auf einen Umbau. Die Flachdecke hat übrigens 7 Millionen gekostet. Die geplante Decke von GMP wäre sicherlich nicht 8 Millionen Euro teurer geworden. Auch diese Entscheidung hat die Bahn im Endeffekt also Geld gekostet. Apropos Eröffnung. Eine große Feier fand am 26. Mai 2006 statt. Mit 2 Minuten Verspätung rollte Angela Merkel mit dem ICE aus Leipzig in den Hauptbahnhof ein. Ich bin überwältigt, lobte die Kanzlerin ihren Bahnchef, nachdem sie den Panoramablick über Spree, Kanzleramt, Reichstag bis zum Potsdamer Platz genossen hatte. Hartmut Medorn pries seinen Glaspalast als funktionalsten Großstadtbahnhof der Welt. Nach Konzerten von Soulsänger Ayman, der Berliner Band Mariannenplatz und der Rockband Wehrmann wurde ab 22:30 Uhr eine von dem Lichtkünstler Jerry Appelt konzipierte Lichtsymphonie aufgeführt. Ab Mitternacht war der Bahnhof im Zuge der langen Nacht des Bahnhofs dann bis 3 Uhr morgens für Besucher geöffnet. Aber wir laufen weiter durch das Gebäude und schauen uns das Modell des Bahnhofs an.
Hier kann man gut erkennen, wo sich die Tunnel für die Fernbahngleise, für den Straßentunnel, der U-Bahn-Tunnel und der S-Bahn-Tunnel befinden. Die U-Bahn-Station sehen wir uns gleich noch an. Auf die Fertigstellung der Nord-Süd-Verbindung der S21 werden wir noch viele Jahre warten dürfen. Das Thema S21 würde hier den Rahmen sprengen und bietet genug Stoff für ein eigenes Video. Wenn man in die Tunnel nach Norden schaut, kann man bereits erkennen, dass die Gleise ansteigen. Das ist außerhalb des Bahnhofs noch viel stärker der Fall, da die Gleise auf einer Brücke über eine Straße geführt werden. Die Steigung ist so ungewöhnlich steil für die Bahn, dass vor Eröffnung des Bahnhofs über 1000 Lokomotivführer erstmal ohne Passagiere das Anfahren üben mussten. Der U-Bahnhof wurde 2009 fertiggestellt. Die U55 fuhr aber nur 1,8 Kilometer zum Bahnhof unter den Linden und zurück. Von daher wurde sie auch Kanzlerlinie genannt. Erst Ende 2020 öffnete die Verbindung bis zum Alexanderplatz und weiter nach Hönow. Auch dazu gibt es ein Video. Die U5 soll langfristig vom Hauptbahnhof in Richtung Nordwesten zur Turmstraße und nach Jungfernheide verlängert werden. Dies ist jedoch wegen fehlender Mittel des Landes Berlin in nächster Zeit nicht zu erwarten. Der U-Bahnhof liegt in der zweiten Tiefebene des Hauptbahnhofs östlich der Nord-Süd-Bahnsteige. Er besitzt einen Mittelbahnsteig, der mit Granit belegt ist. Die Bahnsteighalle ist 140 Meter lang, 11 Meter hoch und 19 Meter breit. Ihre Wände sind mit Emailleplatten verkleidet, die mit Aufnahmen der ehemaligen Berliner Kopfbahnhöfe geschmückt sind. Außerdem illuminieren farbige Lichteffekte die Decke über dem Bahnsteig. Seit dem Dezember 2014 ist der Bahnhof auch mit dem Straßenbahnnetz verbunden. Und im Zuge der Neubebauung des Humboldt-Hafens soll er eine Umsteigegelegenheit zum Personenschifffahrtsverkehr erhalten. Bei der Veröffentlichung der Kosten hat sich die Deutsche Bahn zumeist sehr bedeckt gehalten. Veranschlagt waren 700 Millionen Euro, gekostet hat es wohl 1,2 Milliarden Euro. Das kann man gut mit der neuen Zentrale für den Bundesnachrichtendienst vergleichen. Die 200 Millionen für die Bügelbauten sind dabei nicht mit einberechnet. Ursprünglich wollte die Bahn mit ihrer Zentrale dort einziehen, dann hat Hartmut Medon aber den Vertrag für den Turm im Sony Center verlängert. Als eine Fremdvermietung nicht klappte, sind 2010 andere Abteilungen der Bahn wie Station und Service mit 1000 Mitarbeitern hier eingezogen. Insgesamt hat die Bahn übrigens über 20.000 Mitarbeiter in Berlin, mehr als in jeder anderen deutschen Stadt. 2007 wurde der Berliner Hauptbahnhof von der Allianz pro Schiene zum Bahnhof des Jahres erkoren. Bei der Allianz pro Schiene handelt es sich um ein Bündnis für den sicheren und umweltfreundlichen Schienenverkehr. 23 Non-Profit-Verbände und über 160 Unternehmen aus der gesamten Eisenbahnbranche arbeiten hier zusammen. Ihre Motivation ist die Förderung und Verbesserung des Schienenverkehrs in Deutschland. Die Hauptargumente für die Preisvergabe lauteten: Der Hauptbahnhof ist unglaublich sauber. Der Berliner Hauptbahnhof ist faszinierend offen. Dies liegt in erster Linie an dem großzügigen Einsatz von Glas. Bahnreisende auf der oberen Gleisebene können bei der Ankunft vom Bahnsteig aufs Kanzleramt und auf den Reichstag blicken. Es gibt nichts Trennendes zwischen Bahnhof und Stadt. Noch im Bahnhof ist man bereits in der Stadt. Der Bahnhof ist Teil der Stadt. Der Bahnhof ist aber auch zwischen allen 5 Ebenen offen. Reisende und Touristen stehen am Geländer und gucken nach unten durch die verschiedenen Ebenen. Alle paar Meter haben sie eine neue Perspektive. In alle Ebenen bis hinab in die -2-Ebene scheint Tageslicht.
Außen gibt es an allen Seiten imposante Treppenstufen sowie Ein- und Ausgänge zu allen Himmelsrichtungen. Er ist architektonisch atemberaubend. Er hat eine tolle Akustik. Trotz der offenen Bauweise und den auf der obersten und untersten Ebene ein- und ausfahrenden Züge gibt es im Bahnhof erstaunlich wenig Lärmbelästigungen durch die Zugbewegungen. Der Bahnhof hat Aufenthaltsqualität. Die Wartezeit beim Fahrkartenkauf können Reisende auf roten Ledersesseln überbrücken. Auf den mittleren Bahnhofsetagen befinden sich viele Sitzgelegenheiten, einige davon mit Panoramablick. Der Bahnhof zeigt die Zukunft des Schienenverkehrs. Der Hauptbahnhof demonstriert auch Nichtnutzern die Modernität und Leistungsfähigkeit der Eisenbahn. Als Aushängeschild des Verkehrssystems leistet er einen wichtigen Beitrag zur Kundengewinnung. Ein Aspekt von Kundenfreundlichkeit, den wir als Jury besonders würdigen möchten. Kein Bahnhof ist perfekt, auch kein Bahnhof des Jahres. Aber dieser Bahnhof hat einfach was. Etwas, was Berlin auch hat. Etwas Faszinierendes, Ambivalentes, Pulsierendes, Vorwärtsstrebendes. Er ist unser Bahnhof des Jahres 2007. Damit möchte ich schließen. Neben Rückmeldungen zu meinem Video freue ich mich über Kommentare und Meinungsäußerungen zum Berliner Hauptbahnhof. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, der damit meine Arbeit unterstützt. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.